Hallo meine Freunde, hola Madridistas, es ist Spieltag, es ist Derby-Tag. Heute um 21 Uhr im Santiago Bernabéu das Derby Madrileño, Real Madrid gegen Atletico Madrid. Im Endspurt der Saison geht es um wichtige Punkte und ich möchte jeden einzelnen von euch heute Abend beim Live-Watch-Along sehen. Ab 8:30 geht es auf meinem YouTube-Kanal los. Ich sag immer das Gleiche, ich kann euch kein Ergebnis versprechen. Was ich euch versprechen kann, ist echter Madridismo, echte Emotionen und an sich immer gute Laune. Ja, und heute in diesem Video unterhalten wir uns natürlich über dieses Spiel. Wir haben das Abschlusstraining, wir haben die erwartete Aufstellung, aber wir haben vor allem auch die Pressekonferenz. Denn Álvaro Arbeloa musste wieder einmal auf die Frage antworten: Kann Real Madrid funktionieren mit Bellingham, Vini und Mbappé? Ich schätze mal, das ist die Frage, die wir uns alle stellen. Wir hören uns mal an, was unser Trainer dazu gesagt hat. Er hat noch andere schöne Antworten gegeben, unter anderem zu Antonio Rüdiger, die mich schon begeistert hat. Ganz am Ende, wie immer, natürlich auch die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. All das und viel mehr in diesem Video. Viel Spaß dabei. Ja, bevor wir uns auf das Derby Madrileño konzentrieren, möchte ich mit euch noch einmal einen Blick nach gestern richten. Denn gestern haben die Jungs von Real Madrid Castilla gegen Zamora, gegen einen direkten Konkurrenten, 2:2 gespielt. Real Madrid Castilla war 2:0 in Führung und kassiert in der 83. und 89. Minute die Ausgleichstreffer. Das kann doch nicht wahr sein, so eine Führung aus der Hand zu geben. Das sieht man auch in der Tabelle. Die sind auf den 8. Tabellenplatz abgerutscht. Die Konkurrenz spielt noch. Das war ein herber Schlag für Real Madrid Castilla. Nach dem 4:0 letzte Woche haben wir erhofft, dass Real Madrid in einen guten Trend kommt. Naja, drücken wir mal die Daumen, dass es ab jetzt besser läuft. Torschütze übrigens César Palacios natürlich und Alexis Zidia. Dieser Junge ist vor ein paar Wochen aus Sevilla gekommen, hat in seinen ersten Spielen in der A-Jugend getroffen, hat in der Youth League getroffen, hat den Aufstieg nach Real Madrid Castilla geschafft, hat in seinen ersten beiden Spielen 2 Tore gemacht und viele reden davon, dass Arbeloa ihm bald auch eine Chance in der ersten Mannschaft geben möchte. Also Alexis Zidia, behaltet den Namen im Hinterkopf. Ja, aber jetzt Schluss mit der Jugend, kommen wir zu Real Madrid. Unsere Jungs hatten gestern ihr Abschlusstraining und haben sich natürlich auf das Spiel von heute vorbereitet. Für uns als Fans, was ist das Interessanteste? Wer ist fit, wer ist nicht fit? Ich kann euch sagen, sowohl ein Kylian Mbappé als auch ein Bellingham oder auch ein Carreras haben das gesamte Training mitgemacht. Álvaro Arbeloa wurde in der Pressekonferenz auch gefragt zu diesen Spielern. Ein Kylian Mbappé wird heute spielen. Das hat Arbeloa so offen kommuniziert. Er hat nicht gesagt von Anfang an oder ob er eingewechselt wird, aber er hat gesagt, Kylian Mbappé wird heute spielen. Von diesen 3 Spielern soll laut spanischer Presse nur einer starten. Und ich würde vorschlagen, wenn wir schon mal darüber reden, schauen wir uns die erwartete Aufstellung an. Ja, und ich war gerade eben nicht ganz richtig. Nicht einer von diesen Spielern soll in die Startelf kommen, sondern 2. Ihr seht, die einzige Veränderung in der Startelf, André Lunin zähle ich nicht mit, weil Courtois ist verletzt, logisch spielt Lunin, aber ein Álvaro Carreras soll links hinten für Fran Garcia spielen. Meine Meinung kennt ihr, es ist die richtige Wahl. So guten Fran Garcia auch gegen Manchester City dagegen gehalten hat. Ein Álvaro Carreras spielt in einer anderen Liga als ein Fran Garcia, meiner Meinung nach. Und vorne soll ein Kylian Mbappé für einen Brahim spielen. Das persönlich finde ich nicht so gut, denn ich bin der Meinung, die Jungs, die uns die Freude gebracht haben, die Illusion, die Ergebnisse eingefahren haben, die wieder sich ihre Minuten auf dem Platz verdient haben, die sollten von Anfang an spielen. Also meiner Meinung nach, ich würde lieber einen Brahim sehen, aber laut AS ist ein Mbappé auf dem Platz. Ja, ich finde die Aufstellung gut. Was ich nicht gut finde, ist, wer dieses Derby Madrileño pfeifen soll. Das ist doch nicht der Ernst von der spanischen Schiedsrichterföderation. Die sagen tatsächlich, Munuera Montero ist der Schiedsrichter für das Derby Madrileño. Der Typ, der sich ein Lionel Messi an seine Wand hat malen lassen. Und nicht in einem Argentinien-Trikot oder Inter Miami oder Paris, nein, in einem Barcelona-Trikot an seine Wand.
Wie soll der Typ denn unparteiisch sein? Der Typ, der uns letztes Jahr gegen Osasuna komplett zerpfiffen hat. Ja, die spanische Schiedsrichterföderation, die verstecken sich nicht mal mehr. Ich meine, Atletico Madrid hat genug Waffen, vor denen ich Respekt habe. Einen Sörloth, der alles trifft, einen Julian Alvarez, die haben einen Simeone, der da Wirbel macht, die haben super Spiele. Lokman habe ich noch nicht mal genannt, etc. Aber am meisten Angst habe ich zurzeit vor Manuel Montero. Also, ja, ich verstehe es nicht. Für mich ist das, ich habe gestern, viele von euch haben mir das geschickt und gesagt, wir sind guckt. Naja, für die ältere Generation, wir sind am Arsch. Also das soll das bedeuten. Naja, trotz alledem bleibt uns nichts anderes übrig, die Daumen zu drücken, dass unsere Jungs heute auch gegen 12 Mann gewinnen. Ja, was ist der Plan für heute Abend? Wie viel Bock hat unsere Mannschaft? Wie viel Bock hat unser Trainer? Das hört ihr jetzt von Alvaro Arbeloa. Wie geht Real Madrid das morgige Spitzenspiel an? Ja, mit viel Lust, mit großer Begeisterung, so wie du sagst. Wir wissen, dass das morgige Spiel für uns sehr wichtig ist, wegen der Bedeutung dieser 3 Punkte, auch wegen der Fans, wegen der großartigen Atmosphäre, die wir im Stadion erleben, in den letzten Spielen, wegen der Begeisterung, die entstanden ist. Ich glaube, das ist eines der besten Spiele, das man als Spieler erleben kann, als Zuschauer und sicher auch als Trainer. Man freut sich darauf, ein Bernabeu, das voll dabei ist und voller Begeisterung. Tatsächlich kommen wir mit großer Vorfreude, mit Lust gegen eine großartige Mannschaft zu spielen, also mit größter Erwartung und größter Begeisterung. Ja, der vermittelt natürlich diese Freude, diese Energie, die der Madridismo braucht, die der Madridismo seit 1,5 Wochen wieder spürt. Positive Energie. Er freut sich auf das Santiago Bernabéu, das vor 2 Wochen noch leer war oder wo noch Plätze übrig waren. Davon ist nichts mehr zu sehen. Das Santiago Bernabéu hat sich wieder hinter die Mannschaft gestellt. Da ist wieder Energie im Stadion. Darauf freuen sich natürlich die Spieler. Und ja, ich glaube, das ist die Symbiose, die der Madridismo gebraucht hat. Beide zusammen Spieler und Fans, dann kannst du mit diesem Wappen auf der Brust alles erreichen. Ja, aber ob das auch so bleibt, wenn jetzt ein Kylian Mbappé und ein Bellingham zurückkommen, das ist das große Fragezeichen im Madridismo. Sehr viele von euch, ja, ich lese mir die Kommentare natürlich durch, auch wenn ich nicht auf jeden antworten kann, schreiben mir: Mario, Real Madrid hat super bei der Club-WM funktioniert, als ein Mbappé nicht da war. Danach hat Real Madrid super funktioniert, als ein Bellingham nicht da war. Aber solange beide zusammen auf dem Platz waren, klappt es nicht. Diese Angst hat natürlich der gesamte Madridismo. Und Arbeloa wurde gestern in der Pressekonferenz dazu gefragt. Hören wir uns mal die Antwort von unserem Trainer an. Im Fall von Bellingham, um an die vorherige Frage anzuknüpfen, wie beeinflusst er Sie oder wie schwierig könnte es sein, ihn in das Bild einzuordnen, was für ein großartiger Spieler er ist? Wenn man bedenkt, dass mit Vinicius, Mbappé und ihm in den großen Spielen, sagen wir mal, das Team vielleicht am meisten gelitten hat, weil sie es gewohnt waren vor der Ankunft von Mbappé. Vielleicht waren Vinicius und Bellingham in einigen defensiven Mustern etwas befreiter. Danke. Nun, viele Fragen. Was Bellingham betrifft, nun ja, am Ende ist das eine kollektive Arbeit und Sie müssen verstehen, was Sie in den letzten Spielen verstanden haben, dass wir alle gemeinsam angreifen und alle gemeinsam verteidigen. Für mich als Trainer bedeutet das, dass jeder seine beste Rolle, seine beste Position findet und ich sie zum Funktionieren bringe. Das ist meine Aufgabe, jedem seinen Platz zuzuweisen und ihnen die nötige Bewegungsfreiheit und den nötigen Raum zu geben, damit sie ihr Talent zeigen können. Und wenn wir dann den Ball nicht haben, bleibt uns nichts anderes übrig, als dass alle 11 arbeiten. Wenn nicht alle 11 arbeiten, ist es egal, welchen Gegner wir vor uns haben, wir werden leiden. Wir müssen ein Team sein, wie ich Ihnen oft sage. Gemeinsam nach vorne gehen, gemeinsam nach hinten gehen und das bedeutet am Ende, eine kollektive Mentalität zu haben. Für mich sehe ich kein großes Problem darin, großartige Spieler zu haben und wenn es ein Problem ist, dann ist es, wie ich schon sagte, ein schönes Problem. Es wird an mir liegen, Ihnen klarzumachen, welche Rolle Sie im Team haben und dass Sie Ihr ganzes Talent in den Dienst des Kollektivs stellen. Ja, und ganz ehrlich, diese Antwort hat mir gefallen. Arbeloa sagt immer wieder in den letzten Pressekonferenzen, immer wieder diesen Satz: Wir sind eine Mannschaft. Wenn wir nicht alles geben, kann uns jede Mannschaft schlagen. Aber wenn wir alles geben, dann sind wir sehr, sehr schwer zu schlagen und können alles gewinnen. Ja, und er macht auch klar, dieses Real Madrid funktioniert nur, wenn alle angreifen und alle verteidigen. Es ist egal, ob du Kylian Mbappé, Bellingham etc. heißt, alle müssen mit nach hinten arbeiten.
Und ich hoffe, dass ein Arbeloa das auch durchzieht. Arbeloa hat dazu die besten Karten der Welt zurzeit. Wir haben in ein paar Monaten die WM. Was glaubt ihr denn, wenn ein Mbappé nicht nach hinten arbeitet? Naja, Mbappé ist, glaube ich, gesetzt in Frankreich. Aber ein Bellingham, wenn der jetzt bei Madrid nicht nach hinten arbeitet und auf der Ersatzbank sitzt. Glaubt ihr, dann nimmt ihn ein Tuchel mit? Vielleicht aber auch nicht. Also, in Arbeloa kann ein Mbappé, kann ein Vini, kann ein Bellingham, wenn die nicht nach hinten arbeiten, auf die Bank setzen, ein paar Monate vor der WM. Und ich fände, das wäre schon ein krasses Signal. Naja, ich hoffe einfach, Álvaro Arbeloa zieht das durch, was er sagt. Er sagt, die Mannschaft muss alle zusammenarbeiten und ich hoffe, wenn er sieht, dass welche nicht so hart arbeiten wie andere, dass es ihm dann egal ist, wie die heißen, dass Real Madrid größer ist als jeder Name. Ja, aber Álvaro Arbeloa hat gestern auch mal wieder in der Pressekonferenz bewiesen, warum er so gut ankommt in der Mannschaft. Wir wissen, seine Strategie ist ein bisschen anders als die von Xabi Alonso. Xabi Alonso war eher der etwas distanziertere Typ, etwas mehr auf die Taktik besessen. Und Álvaro Arbeloa ist eher wieder dieser kumpelhaftere Typ. Seine Stars werden immer verwöhnt etc. Aber es sind nicht nur die Stars. Denn gestern wurde er zu Antonio Rüdiger und seiner Vertragsverlängerung gefragt. Ja, hören wir uns mal die Antwort von Álvaro Arbeloa an. Ich wollte Sie nach Rüdiger fragen. Wir kennen bereits die Meinung der Mannschaft über ihn. Er ist hier ein sehr beliebter Fußballer. Du weißt, dass der Vertrag ausläuft. Neulich ließ er durchblicken, dass sich alles zum Guten wenden wird und wir am Ende der Saison sehen werden, was mit ihm passiert. Ich möchte Sie fragen, wenn man Sie fragen würde, ob Sie ihn für die Saison haben möchten, was würden Sie über Rüdiger sagen? Du weißt, dass ich mich in solche Angelegenheiten nicht gerne einmische. Ich habe großen Respekt sowohl vor dem Verein als auch vor dem Spieler. Beide Parteien müssen einander verstehen. Und wenn du mich fragst, ich wäre bereit, mir eine Statue von Rüdiger zu machen und sie in meinen Garten zu stellen. Er ist ein Fußballer, der sich vom ersten Tag an dem ich hier war, ganz in den Dienst des Trainerteams gestellt hat. Ich erinnere mich genau, dass er sich mit mir zusammengesetzt hat und sagte, Mister, im März werde ich bereit sein, wenn es hart auf hart kommt, werde ich zur Verfügung stehen. Und das war er auch wirklich. Es war ein Glück, dass die Behandlung, die er mit Nico in London gemacht hat, so gut funktioniert hat, wie sie funktioniert hat. Er ist das Vorbild, an dem sich alle jungen Spieler orientieren sollten. Und nun, ich hoffe, dass die Madridistas wissen, welches Glück wir haben, ihn in diesem Verein zu haben. Und dass sie ihm immer dankbar sind für seinen Einsatz, seine Persönlichkeit, den Charakter, den er uns verleiht und für sein Talent als Spieler. Ich kann über Herrn Antonio Rüdiger nur absolut wunderbare Dinge sagen. Ja, eine Statue von Antonio Rüdiger möchte er vor dem Santiago Bernabéu haben. Naja, ob ein Antonio Rüdiger das Spiegelbild sein sollte für jeden Jugendspieler von Real Madrid, sagen wir mal so, von der Einstellung her schon. Ich sage immer wieder, Antonio Rüdiger hat immer wieder auf seine eigene Gesundheit geschissen, um sich für Real Madrid ins Feuer zu werfen. Dafür werde ich ihm immer dankbar sein. Wie oft er angeschlagen gespielt hat, ist nicht normal. Und es freut mich persönlich sehr, ihn jetzt in so einer tollen Form zu sehen. Antonio Rüdiger, ein absoluter Leader-Typ. So einen braucht Real Madrid auf dem Platz. Erinnert mich so vom Charakter ein bisschen an Sergio Ramos. Naja, er muss nur noch rechts und links, wenn er unzufrieden ist, diese Sachen, die auf dem Fußballplatz nichts zu suchen haben, das muss er sein lassen. Aber fußballerisch und als Leader von Real Madrid unantastbar Antonio Rüdiger. Und die Worte von einem Álvaro Arbeloa kommen mit Sicherheit gut bei einem Antonio Rüdiger an. Ja, und ich glaube, das sind so die Gründe, warum er so gut in der Mannschaft ankommt. Wie er über seine eigenen Spieler redet. Also, ich glaube, das würde mir als Antonio Rüdiger schon nochmal den extra Prozent aus mir rausquetschen, um doch nochmal ein paar Meter mehr zu geben. Ja, bin ich gespannt. Könnt eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren lassen. Ja, und dass diese gute Phase von Álvaro Arbeloa in Spanien oder bei Real Madrid nicht unbemerkt bleibt, das zeigt dieser Artikel aus dem Marca. Da reden sie nämlich über die Zukunft von unserem Trainer. Bleibt Arbeloa weiterhin Trainer von Real Madrid? Arbeloa wird größer. Die Rolle des Trainers gewinnt hinsichtlich seiner fortgesetzten Präsenz auf der Trainerbank zunehmend an Bedeutung. Das ist ziemlich schwer formuliert für
Es wird immer wahrscheinlicher, dass er Trainer von Real Madrid bleibt. In seinen 2 Monaten im Amt hat er keinen einzigen Tag in Valdebebas gefehlt. Das Lob des Vereins für Arbeloas Einsatz und Hingabe seit seinem Amtsantritt bei Real Madrid zeigt sich erst kürzlich. Am Mittwoch, dem freien Tag der Mannschaft, erschien der Trainer, nachdem er in den frühen Morgenstunden aus Manchester zurückgekehrt war, in Valdebebas, um das Jugendspiel der Mannschaft in der Youth League von der Tribüne des Di Stefano Stadions aus zu verfolgen. Von da an folgten 10-stündige Arbeitstage, unzählige Besprechungen, akribische Detailgenauigkeit und die absolute Kontrolle über alles. Ja, der Artikel geht noch weiter, da werden die Ergebnisse gezeigt, etc. pp. Aber ich habe euch immer gesagt, Álvaro Arbeloa ist einer der wenigen Menschen auf dieser Welt, wo ich sagen würde, der ist genauso ein Madridista wie ich. Und man kann natürlich Ergebnisse nicht beeinflussen, aber was du machen kannst als Trainer, ist alles geben. Und dieser Typ, der kommt mitten in der Nacht aus Manchester an und steht am nächsten Tag im Valdebebas, begrüßt jeden einzelnen Spieler aus der Jugendakademie, unterstützt den Verein Real Madrid. Das hat vielleicht den entscheidenden Push gegeben, diesen Jungs, die ja jetzt auch sehen, hör mal, die erste Mannschaft ist nicht mehr unerreichbar, wie unter einem Ancelotti zum Beispiel. Das gibt einige Spieler, die diesen Sprung geschafft haben. Das gibt natürlich nochmal den Extraschub an Motivation. Und ansonsten jeden Tag 10 Stunden im Valdebebas. Also, Álvaro Arbeloa gibt alles für den Madridismo. Und ich bin der festen Überzeugung, oder ich bin der Meinung, wenn wir so weiterspielen wie in den letzten 2 Wochen oder 1,5 Wochen, natürlich sollen Álvaro Arbeloa dann Trainer von Real Madrid bleiben. Selbst wenn du am Ende gegen ein besseres Bayern München verlierst oder gegen ein besseres Paris oder was auch immer. Wenn du am Ende vielleicht nicht Meister wirst, weil du am Anfang so viel Punkte hast liegen lassen. Aber wenn wir diesen frischen, belebenden Fußball spielen, diesen attraktiven Fußball mit den Canteranos, mit den Jugendspielern, die immer wieder ihre Chance bekommen, so ist das, wie ich Real Madrid verstehe. Also meiner Meinung nach ist dann Álvaro Arbeloa die richtige Lösung für Real Madrid. Bin ich gespannt, wie ihr das seht. Lasst eure Meinung dazu auch gerne in den Kommentaren. Ja, und bevor ich mich jetzt bis heute Abend verabschiede, ich möchte euch wirklich alle sehen, das wäre wirklich ein Träumchen, würde ich vorschlagen, jetzt kommt die Aufstellung, die ich machen würde, wenn ich Trainer von Real Madrid wäre. Ja, und ich würde sagen, ich wäre ein ganz schön großer Idiot, wenn ich mich nicht an das halten würde, was ich vor 5 Minuten in dem Video gesagt habe. Ich würde fast die gleiche Aufstellung nehmen, wie der Ass vorgeschlagen hat, nur mit einer entscheidenden Änderung. Ich würde vorne mit Brahim starten. Also im Tor Lunin ist klar, Carreras, Trent auf den Außenbahnen, Hausen und Rüdiger in der Innenverteidigung. Mittelfeld, Tchouaméni, Thiago Pitac, Valverde und Arda Güler unantastbar. Vorne drin Vini und Brahim. Das wäre meine Aufstellung. Wie gesagt, die Jungs haben sich ihre Minuten auf dem Platz verdient. Die haben wieder das Feuer in den Madridismo, die Illusion gebracht. Und irgendwann kannst du dann einen Kylian Mbappé einwechseln. Das ist meine Meinung. Ja, und jetzt bin ich gespannt, was ist deine Meinung? Lass deine Meinung zu meiner Aufstellung und zu diesem gesamten Video bitte in den Kommentaren. Wenn du schon mal da bist, like dieses Video, teile dieses Video, Follow da lassen, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns alle heute Abend. Also, bis dahin. A la Madrid!